So, hallo Leute, euer Motorradtourer unterwegs auf einer neuen Tour. Ich habe heute früh die Lilly, den Thomas und den Carlo in der Nähe von Memmingen abgeholt und wir fahren jetzt gemeinsam bis zum Autobahnende nach Eu, fahren dann Richtung Tannheimer Tal. Ja, und jetzt geht's also zur König der Pässe Tour, wie ich sie genannt habe. Wir sind ja jetzt abgefahren in Eu und fahren jetzt als erstes mal den Geichpass runter zum Handenjoch. Dann geht's über die Piller Höhe drüber. Ja, und warum König der Pässe Tour? Ja, ganz einfach. Wenn wir von der Piller Höhe runterkommen, dann fahren wir doch glatt zur schönsten Sackgasse der Welt, wie sie genannt wird. Tirols schönste Erfahrung auf 2750 Meter führend, die Kaunertaler Gletscherstraße. Ein einzigartiges Erlebnis, wenn ihr da noch nicht wart. Ich kann es euch wirklich absolut nur empfehlen. Und natürlich, es geht dann natürlich auch weiter zum König der Pässe, wie ich ihn bezeichne, das Stilfserjoch. Zigmal gefahren, aber mit der Stelvio muss man da auch mal fahren. Und das ist natürlich auch immer wieder ein Erlebnis. Und ich kann euch auch da nur empfehlen, fahrt ihr mal hoch, aber am besten entweder früh morgens oder spät abends, weil tagsüber macht es wirklich nicht so richtig Lust. Also, und jetzt könnt ihr das mal schauen, wie das so alles ist. Vielleicht findet ihr ja der eine oder andere Impuls, was ihr selber mal machen möchtet. Ich finde es einfach toll. Ich bin aber natürlich auch dieser hochalpine Typ. Also, viel Spaß beim Zusehen oder beim Mitfahren, je nachdem. Kurz nach der Ortschaft Elmen fahren wir jetzt hier links ab Richtung Pfafflar und dann weiter zum Handenjoch. Das ist eine ideale Strecke für Motorradfahrer, die nicht über den Fernpass nach Imst fahren möchten. Obwohl wir an diesem Feiertag ja schon recht früh morgens unterwegs waren, sieht man schon hier auf den Aufnahmen, dass ein mächtiger Verkehr sich über das Handenjoch drüber wälzt. Das wird jetzt gehen bis Imst und dann wird sich auch darüber ein bisschen aufteilen. Also hier ist natürlich echt immer mächtig was los, wenn so ein Feiertag in Deutschland ist. So, ihr habt schon gesehen, oben auf der Passhöhe, da war mächtig was los an diesem Tag. Und jetzt fahren wir runter nach Imst. Ja, der Verkehr nimmt jetzt doch ein bisschen ab und ja, jetzt sind wir auch froh, wenn das ein bisschen weniger wird. Auch das passiert unterwegs. Da war wohl jemand, den die physikalische Kräfte seines Wohnmobils nicht ganz gewachsen. Hat ein bisschen doof eingebaut, muss man sagen. So, jetzt haben wir Imst erreicht und jetzt fahren wir weiter runter nach Imst und dann müssen wir erstmal volltanken und dann geht es weiter Richtung Pitztal bzw. Piller Höhe. In einem Kilometer erreichen Sie das Ziel, 410 zur Pillerhöhe. Alter, was ist das? Das ist das super, ne? So. Jetzt geht's die Pillerhöhe nach unten, Richtung Kaunertaler
Gletscher. Wir fahren jetzt zur Kaunertaler Gletscherstraße, eine der schönsten Straßen im Bundesland Tirol. 29 Kehren von Veichten aus auf 1287 Meter führen uns hoch vorbei am Gebhardtspeicher bis auf 2750 Meter. Dort ist das Skigebiet Kaunertaler Gletscher, ganzjährig erreichbar. Und auch noch wichtig, da oben ist die höchstgelegene Postbus-Haltestelle Österreichs. Also, es kommen immer wieder Busse entgegen, da muss man ein bisschen aufpassen. Also, jetzt fahrt mit, viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, der Uli hat Motorradtourer, mal wieder unterwegs, Carlo, der von Trier hergekommen ist. So, wir sind jetzt am Büchelbach angekommen. Vom Abfahrt vom Kaunertaler Gletscher. Da kommt also das Wasser runter in einer irren Geschwindigkeit, aber hier ist relativ wenig Wasser. Und im Speicher. So, und jetzt sind wir hier oben am Stausee. 1962 begonnen, 1964 fertig. Wenig Wasser drin momentan. Seht mal, ganz wenig Wasser drin. Und jetzt fahren wir weiter Richtung Stilfsee, also nach Italien. Das Auto ist jetzt schon ganz heiß. Wir sind jetzt durchgespitzt vom Rauf- und Runterfahren.
Also war okay, hat gepasst, oder Carlo? Die Aufnahmen von der Abfahrt vom Kaunertaler Gletscher sind leider ziemlich rar, weil mir da permanent das Ladekabel vor der Linse rumflatterte. Aber naja, ich habe es ja schon mal gefilmt. Also wir fahren jetzt weiter, diese 80 Kilometer auf der B180, die Reschenstraße zum Reschensee und dann auf der SS40 den Reschenpass bis nach Prat am Stilfser, wo wir dann Richtung Stilfserjoch abbiegen werden und hochfahren. Und dann treffen wir uns wieder mit der Lilly und dem Thomas. Das ist ja Maßarbeit, also, mein lieber Mann. Die zwei Stelvios heute zusammen 1000 Kilometer. Ein schöner Gruß an 1000 PS zum Thema Tourentauglichkeit. Das muss ja immer sein, schon klar. Wir sind jetzt also schon auf der Hochfahrt zum Stilfser und haben gerade Gravois passiert und jetzt kommen die ersten schönen Spitzkehren. Die ersten von 48. Jetzt haben wir die Franzenshöhe am Stilfserjoch erreicht und jetzt kann es voll hochgehen zu unserer Nächtigungsstation in der Tibet-Hütte, oben am Gipfel des Stilfserjochs. Da oben gemein, da oben gemein.
geh mal rein, frag, ob wir sie hinstellen können. So, hallo, euer Motorradtour unterwegs. Und zwar nicht in der Gegend, sondern weit weg, hier auf dem Schiffsjoch, 2700 Meter hoch. Hier sind wir hochgefahren, war richtige Arbeit. Und jetzt sind wir hier in der Tibet-Hütte. Absolut geiles Lokal, wir können hier oben selber in Form wohnen wir und wir werden jetzt einen lustigen Abend verbringen. Und morgen geht es weiter in die Schweiz. Also, wenn ihr dabei sein wollt, guckt euch die Story an, das passt. Bis dann, euer Motorradtour. Tschüss! Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier von der Spitze des Stilfserjoch von der Tibet-Hütte. Wir haben perfekt geschlafen, sind aber schon sehr früh aufgestanden, damit wir den wunderbaren Sonnenaufgang mal verfolgen können. Komischerweise sind da um 4 Uhr in der Früh schon Leute mit dem Motorrad unterwegs da rauf und runter. Also ja, da gehört was dazu, muss man sagen, aber jedem das seine. So. Und wir haben top gefrühstückt und fahren jetzt los. Zuerst mal zu dem obligatorischen Stilfserbild unter am Pass und dann fahren wir runter nach Bormio. Also heute früh, es ist ja Freitag, ein mächtiger Verkehr, ein mächtiges Verkehrstreiben. Unglaublich, wie viele Jungs auf den Motorrädern unterwegs sind. Also bleibt dran, schaut zu, Daumen nach oben wäre super, Abonnement noch besser, würde mich sehr freuen. Viel Spaß beim Zusehen. Mein Gott, guck, ist so schön. Ein schöner Anblick heute Morgen. Bei Sommerwetter, wolkenloser Himmel. Also einfach super. Guck dir mal das Tal an hier und die Berge dazwischen. Also andersrum, die Berge aus und das Tal. Ja, das ist doch super. So, wir sind jetzt in der Abfahrt nach Bormio und die Lilly und der Thomas, die fahren jetzt rechts Richtung Livigno weiter. Und der Carlo und ich fahren weiter Richtung Gavia. So, also es war echt eine nette Auf- und Abfahrt und für uns geht es jetzt weiter und für die beiden auch. Also am Ende des Tages wird man sicher mal telefonieren. Also euch eine gute Fahrt. So, jetzt fahren wir Richtung Gavia durch Valfura. Das ist diese Ortschaft mit der sehr engen Durchfahrt.
Hey, wo da hinten hat so richtig Schnee diesmal, also das ist ja irre. Für 13 Kilometer folgen. Ei. Aber da müssen sie nachher fahren, du. Das ist unglaublich. Also, ihr seht es selber, was hier auf dem Gavia Pass heute los ist. Wir fahren jetzt die Südrampe des Gavia nach Ponte di Legno und fahren dann weiter auf der SS 42 Richtung Edelo, bevor wir dann rechts abbiegen zum 1852 Meter hohen Passo di Fopo. Und da soll auch der Verkehr deutlich abnehmen und jetzt haben wir unsere Ruhe, bleibt dran. Schöne Aufnahmen folgen. Also wenn man der Gavia runterkommt nach Ponte di Legno, fährt man ja normalerweise eigentlich immer weiter Richtung Aprica auf diesem Aprico-Pass über Edelo. Und Passo della Foppa, 1852 Meter hoch. Eine absolut Top-Alternative zu dem Aprica-Pass. Und natürlich ist es so, es ist wirklich manchmal sehr kurvig, manchmal recht steil und verbindet da die ganz kleinen Orte miteinander. Hier sind wir jetzt unterwegs vom Passo di Fopo Richtung Passo di Pico. Da müsst ihr mal drauf achten, wie wenig Verkehr das hier hat, also wie sich das zum Gavia und auch zum Stilfserjoch verändert hat. Also hier unten weiter südlich wirklich kein Verkehr mehr auf der Pässe. So alle 5 bis 10 Minuten kommt mal was entgegen. Also absolut entspannt zu fahren und eine ganz tolle Streckenführung. Kann ich nur empfehlen. Also uns ist jetzt entgegengekommen seit 20, 30 Minuten ein Auto. In den Spitzkehren können vor allem Supersportler schon mal am Lenkeinschlag fahren. Außerdem, klar, man kann höchstens im ersten oder zweiten Gang fahren. Wir mit unseren Großenduros und unserem großen Lenkeinschlag kommen da wirklich locker rum und das Drehmoment von der Guzzi macht so viel Spaß, da zu fahren. Und weiter geht's für uns ja dann zum Passo di Caspesa, auch 1800 Meter hoch, bis wir dann wieder in Aprica da runterkommen und dann auch hier einen Kaffee trinken werden. Also das müsst ihr einfach genießen. Genießt einfach die Aufnahmen. Super. Scene 1, Apple, take 2.
Jetzt fahren wir auf die Hauptstraße von Aprica Richtung Sondrio, und in Sondrio, da werden wir jetzt mal ein bisschen Mittagspause machen. Es ist so 13 Uhr. Ich glaube, wir haben es uns verdient. Kaffee, süßes Stückle, damit der Zucker nicht in den Keller fällt, und dann kann es weitergehen auf weiterhin super tollen Straßen. Wir fahren jetzt wenig spektakulär weiter von Sondrina bis Morbegno und fahren dann südlich zum grandiosen Passo San Marco in den Bergamascher Alpen. Für mich der schönste Pass heute und wirklich einzigartig und grandios, die Aussichten und auch die Straßenführung. Spektakulär, kann ich euch nur sagen. Absolut empfehlenswert. 1985 Meter hoch. Wir hatten bei der Anfahrt auch noch ein bisschen Pech. Es war ein Unfall und wir mussten so eine Stunde warten, bis wir passieren konnten. Da kam der Hubschrauber. Aber ich muss auch sagen, da oben, das hat wirklich schnell geklappt, dass die Ambulanz da war und auch der Hubschrauber dann kam. Aber es ist eben so, ich hoffe, dass da nicht so viel passiert ist, aber wahrscheinlich nicht. Und wir fahren jetzt weiter. Schaut zu, das lohnt sich absolut.
So, also, das war jetzt die Abfahrt vom San Marco Pass nach San Giovanni Bianco. Eine wunderbare Strecke, sehr wenig Verkehr, also wirklich top. Und wir fahren jetzt weiter westlich Richtung Como See, Mandello dell'Ario, der Geburtsstätte unserer Moto Guzzis. Und bevor es dann völlig unspektakulär weitergeht nach Mandello dell'Ario, fahren wir die SP25 zum Pass Culmine San Pietro. Eine sehr kurvenreiche Strecke und mit verschiedenen Tälern und Schluchten, sehr schön zu fahren. Sehr viele auch Motorradfahrer unterwegs und wir haben dann noch einen Kaffee getrunken, bevor wir dann auf die Schnellstraße gefahren sind. Und dann geht es jetzt in direktem Weg nach Mandello dell'Ario zu Moto Guzzi. Und jetzt kommen wir schon zum Schluss der Geschichte für diesen Tag. In Mandello dell'Ario hat man uns bei Moto Guzzi sehr, sehr freundlich aufgenommen. Wir konnten das Museum besichtigen und waren dann noch auf der Grabstätte vom Carlo Guzzi. Das musste sein, um unsere Ehre zu erweisen. Dann haben wir uns gedacht, naja, für 2 Personen so Zimmerle zu bekommen, irgendwo am Como See, das dürfte ja kein großes Problem sein. Papperlapapp. Wir haben über 1 Stunde rumgemacht und haben dann in Chiavenna ein Hotelzimmer gefunden. Aber der Hotelier hat uns gleich gesagt, wenn wir in 1 Stunde nicht da sind, ist das Zimmer weg. Also sind wir diese schöne Küstenstraße hochgefahren. Ein Tunnel am anderen und immer wieder 50 Meter Sicht und dann geht es wieder in den Tunnel rein. Aber wir waren pünktlich da und haben dann unser Bett gefunden und das war jetzt ein toller Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben wäre super. Abonnement des Kanals natürlich noch besser. Und der nächste Tag wird auch wieder sehr toll werden. Da dürft ihr gespannt sein. Also, bis dann, eure Motorradtour. Danke, dass ihr dabei wart. Yeah.